Du wirst unaufhaltsam, wenn du aufhörst, dich darum zu sorgen, was andere von dir denken. Dieser Satz, so oder so ähnlich, ist mir in den letzten Jahren auf meinem Weg in ein selbstbestimmtes Leben so oft begegnet. Und mittlerweile kann ich sagen, dass er zu 100% stimmt. Denn als sehr sensible, harmoniebedürftige Person, die ihr Leben lang nach Zugehörigkeit und Akzeptanz gestrebt hat, weiß ich auf der einen Seite, wie sehr die Meinungen anderer das eigene Leben beeinflussen und vor allem einengen, ohne dass man es richtig bemerkt. Auf der anderen Seite aber, wie sehr sich das Leben verändert und wie viele ungeahnte Möglichkeiten sich eröffnen, sobald man endlich anfängt, sich davon zu lösen. Folgende Erkenntnisse und Schritte, die ich selbst über die letzten 8 Jahre gelernt und umgesetzt habe, haben mir sehr dabei geholfen, die Meinungen anderer da zu lassen, wo sie hingehören, nämlich bei ihnen selbst. Egal wie oft du diesen Satz vielleicht schon gehört hast, er ist einfach wahr und rückt jedes Mal alles wieder mehr in Perspektive. Wir sehen die Realität nicht so, wie sie ist, sondern wie wir sind. Das ist einfach eine Tatsache, die mir persönlich sehr geholfen hat, Abstand zu vielen Meinungen zu bekommen. Menschen denken, sprechen und handeln aus ihren eigenen Konditionierungen heraus. Du interpretierst die äußere Welt immer so, wie du selbst geprägt bist. Bist du eher ängstlich, wirst du in gewissen Situationen Sorgen und Bedrohung erkennen, während andere darin vielleicht einzigartige Möglichkeiten sehen. In meinen Videos teile ich zum Beispiel meine eigenen Erfahrungen und Gedanken, die mir auf meinem Weg weitergeholfen haben und mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Und manche Menschen spüren eine Wahrheit darin. Sie nehmen das als Inspiration auf und bedanken sich dafür, während andere die gleichen Worte als Angriff auffassen und mich dafür verurteilen. Wir können nur das sehen und rausgeben, was in uns selbst steckt. Nicht umsonst heißt es, das, was du mir entgegenbringst, sagt mehr über dich aus als über mich. Und weil das so ist, wurde mir auch irgendwann klar, dass irgendwelche limitierenden oder verurteilenden Bemerkungen zu meinem Leben, sowohl von völlig Fremden als auch von Nahestehenden, in den allermeisten Fällen aus deren eigenen Sorgen und Überzeugungen resultieren. Für sie waren gewisse Entscheidungen, die ich getroffen habe, besorgniserregend oder gar undenkbar, während sie für mich nicht nur unumgänglich waren, sondern mich in vielen Bereichen meines Lebens glücklicher und erfolgreicher gemacht haben. Dieser Perspektivwechsel hilft mir immer wieder, mich daran zu erinnern, dass das, was andere sagen, selbst wenn es dabei um mich geht, mehr mit denjenigen selbst zu tun hat, als mit mir. Ein weiterer Punkt, der eng mit sorgenvollen oder limitierenden Bemerkungen dir gegenüber zu tun hat, ist die Tatsache, dass trotz allem am Ende des Tages nur du dein eigenes Leben leben kannst. Kein anderer kann es für dich tun. Was ich damit meine, egal wie sehr andere sich vielleicht wünschen oder dich durch ihre Aussagen dahin drängen wollen, dass du einem bestimmten Lebensweg folgen solltest. Es ist und bleibt dein Leben, deine Entscheidung, mit deren Konsequenzen du leben musst. Ob du sie nun bewusst oder unbewusst triffst. Meine Eltern hätten sich am liebsten gewünscht, dass ich einen ganz normalen Weg gegangen wäre, mit einem festen Zuhause, Familie und einem stabilen Job, so wie alle anderen aus meinem alten Umfeld. Und bis ich Anfang 30 war, bin ich auch diesem Weg gefolgt, weil es mir sehr wichtig war, insbesondere meine Eltern nicht zu enttäuschen, deren Gefühle und Meinungen zu respektieren, bis mir klar wurde, dass mich dieses Leben gar nicht glücklich macht und dass es mich zunehmend krank gemacht hat, je weiter ich versucht habe, mich da hineinzuquetschen. Warum geben wir die Macht für unser eigenes Leben so oft ab, indem wir auf Ratschläge oder das Gerede von anderen hören, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass das nicht das Richtige für uns ist?
Kein anderer wird für dich dein Leben leben können. Nicht deine Familie, nicht deine Freunde, nicht dein Partner und schon gar nicht der eine Fremde, der irgendwann mal eine blöde Bemerkung abgegeben hat. Also lass die Meinungen da, wo sie hingehören, bei denjenigen selbst. Ein weiterer Punkt, der mir sehr geholfen hat, mich davon zu lösen, was andere über mich denken, ist: Egal was du tust, es wird immer jemanden geben, dem es nicht gefällt. Auch das ist ein Satz, den jeder von uns schon mal gehört hat, so oder so ähnlich. Mir ist er zum ersten Mal vor ca. 13 Jahren begegnet. Und es hat gut 10 Jahre gebraucht, bis ich ihn nicht nur kognitiv, sondern auch mit jeder Faser meines Körpers verinnerlicht habe, was für mich ein großer Katalysator war auf meinem Weg in ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Erst als ich anfing, meine Gedanken und meinen Lebensweg hier auf YouTube zu teilen und neben positiven Rückmeldungen auch zunehmend mehr negative Stimmen kamen, fing ich an, große Fortschritte zu machen im Loslassen von fremden Meinungen. Zu Beginn war es wirklich schwer und verletzend, doch je öfter die Welle an negativen Kommentaren kam, desto mehr begriff ich, dass es vollkommen egal ist, was ich tue oder sage, vollkommen unwichtig, wie aufrichtig, offen oder auch verschlossen ich mich zeige. Es gibt immer jemanden, der etwas an mir oder meinem Leben auszusetzen hat. Du wirst es nie allen recht machen können. Was für eine Befreiung, das endlich bis tief ins Mark fühlen zu können. Das ist so, als hätte ich mir damit selbst vollends die Erlaubnis gegeben, das Leben nach meinen Vorstellungen zu leben und mich nicht mehr von den Meinungen anderer aufhalten zu lassen. Und siehe da, in meinem Leben eröffnen sich nach wie vor immer weitere, neue Möglichkeiten und Wege, von denen ich früher nicht einmal hätte träumen können. Trau dich, du selbst zu sein und deinem Weg zu folgen, egal was andere sagen. Neben diesen Erkenntnissen habe ich auch ein paar ganz bestimmte Schritte gehen müssen, damit die Einsichten auch in mir fruchten konnten. Einer davon war, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Dieses Thema war für mich sehr wichtig und ist es auch nach wie vor, wenn es darum geht, sich von den Meinungen anderer zu emanzipieren. Für mich als eher ruhiges, unsicheres Mädchen und später auch Frau, die ihren Wert nicht wirklich kannte, war es immer schwierig, selbstsicher und überzeugend aufzutreten. Das ist es zu Teilen noch immer, nur lasse ich mich heute nicht mehr davon aufhalten. Es fühlte sich immer sicherer und leichter an, mit den Meinungen anderer mitzugehen, sich von anderen, die lauter und selbstbewusster waren, formen und lenken zu lassen. Das Ergebnis: Bis ich 30 war, wusste ich nicht wirklich, wer ich bin und was ich vom Leben will. Ich war wie ein Fähnchen im Wind, das sich leicht beeinflussen ließ, bis mein Leben mich in eine Sackgasse geführt hat und ich keine Wahl hatte, als mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und etwas zu ändern. Dabei waren es diese Punkte, die mir geholfen haben, mein Selbstbewusstsein ein Stück weit mehr aufzubauen. Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Was schenkt mir Freude, was nicht? Wie sieht für mich ein erfülltes und glückliches Leben aus? Was kann ich besonders gut? Welche Eigenschaften liebe ich an mir? Und so weiter. Eine Verbindung zu sich selbst aufbauen. Lernen, auf die eigene Intuition zu hören, sich selbst zu vertrauen, den eigenen Wert zu erkennen und sich mehr oder überhaupt zu lieben, mehr eigenständige Entscheidungen treffen und so weiter. Diese konkreten Schritte sind übrigens alles für sich genommen schon große Themen, auf die ich in anderen Videos tiefer eingehe. Sollte dich also etwas Bestimmtes interessieren, schreib es mir gerne.
Und noch ein wichtiger Punkt, der für mich zur Stärkung des Selbstbewusstseins gehört, ist es, Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen. Sobald man aufhört, sich als Opfer der Umstände zu sehen und Verantwortung für das eigene Leben, die eigenen Entscheidungen übernimmt, auch wenn sie noch so klein sind, bekommt man wieder ein Gefühl von Kontrolle zurück. Man wird unabhängiger und sicherer in dem, was man tut. Und das wirkt selbstermächtigend und aufbauend. Ein weiterer, offensichtlicher Schritt auf dem Weg, unaufhaltsam zu werden, das heißt, sich immer weniger um die Meinungen anderer zu sorgen, war für mich das Verlassen meines Umfeldes, ob für einen bestimmten Zeitraum, immer mal wieder oder sogar auf Dauer. Das kann für jeden ganz unterschiedlich aussehen. Mir hat es geholfen, mich von Menschen zu distanzieren, die mir nicht gut taten, oder mich seltener mit einigen zu treffen und an bestimmten Gesprächen einfach nicht mehr teilzunehmen. Auch hier weiß jeder für sich am besten, welche Menschen das im eigenen Umfeld sind. Vielleicht sind es solche, die sich ständig nur über alles beschweren, die immer wieder über andere reden und sie beurteilen. Menschen, die dich und deine Träume klein machen und die grundsätzlich mehr Hindernisse im Leben sehen als Möglichkeiten. Der Input, dem wir uns tagtäglich aussetzen, hat unmittelbaren Einfluss auf unsere Gedanken und Handlungen und damit auf unseren Lebensweg. Die Menschen, die dich umgeben, können deine größten Unterstützer sein oder aber, so hart es klingen mag, dich klein halten und blockieren. Und der letzte Punkt, den ich in diesem Zusammenhang mit dir teilen möchte, ist, richte deinen Fokus mehr auf dich selbst, auf deinen eigenen Weg und auf die Dinge, die dir wichtig sind. Viele Menschen stören sich an Sätzen wie diesen und setzen sie gleich mit Egoismus oder Rücksichtslosigkeit. Daher möchte ich diesen Punkt gleich aufgreifen, denn besonders für Menschen, die ohnehin sehr sensibel, empathisch oder auf welche Art und Weise auch immer unsicher sind solche Bemerkungen besonders hinderlich. Es fällt uns in der Regel viel leichter, andere an erste Stelle zu stellen, die Wünsche, Bedürfnisse oder auch Erwartungen unserer Liebsten zu erfüllen, aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn wir dann damit anfangen, uns mal an erste Stelle zu stellen und dann Stimmen im Außen auftauchen, die einem weismachen wollen, man wäre ein schlechter Mensch deswegen, kommt zum Pflichtbewusstsein auch noch schlechtes Gewissen dazu. Und aus diesem ungesunden Teufelskreis kommt man nur schwer wieder raus. Daher lasst euch nicht einreden, dass es etwas Schlechtes wäre, gesunde Grenzen zu setzen und sich, also die eigene körperliche und mentale Gesundheit an erste Stelle zu stellen. Denn genau hier fängt eine nährende, liebevolle und vor allem gesunde Beziehung zu sich und anderen an. Durch bewusste Aufmerksamkeit auf eigene Bedürfnisse, durch Verbindung zu sich selbst. So verlagert sich der Fokus langsam von außen nach innen. Du wirst selbstsicherer, mutiger und stärker und lässt dich immer weniger von den Meinungen anderer aufhalten. Ich denke, für die meisten ist das selbstverständlich, dennoch möchte ich das dazu sagen. Bei allem, was ich hier teile, geht es nicht darum, alles und jeden zu ignorieren oder jemanden damit zu verletzen. Ganz im Gegenteil, es geht darum, achtsamer durchs Leben zu gehen und für sich einen gesunden Weg zu finden, mit den Meinungen anderer umzugehen. Denn wenn du es schaffst, immer mehr loszulassen von dem, was andere über dich denken, wenn es dir zunehmend gleichgültiger wird, wer was über dich sagt, wirst du feststellen, wie viel leichter es dir fällt, den Fokus auf dir und deinem Weg zu halten, Entscheidungen zu treffen, die für dich wichtig und richtig sind, anstatt erstmal darüber nachzudenken, wie das wohl ankommen könnte im Außen.
Es wird dir viel leichter fallen, wichtige Schritte auf deinem Weg zu machen, die dich voranbringen, weil du mit einer positiven Einstellung an die Sache rangehst, anstatt dir zuvor Stimmen anzuhören, die dir aus ihren eigenen Grenzen heraus erzählen werden, warum du es lieber lassen solltest. Je weniger du dich darum sorgst, was andere denken, desto mehr Raum und Energie entsteht in deinem Leben für die Dinge, die dich wirklich begeistern und voranbringen auf deinem Lebensweg. Es werden sich unweigerlich neue Türen öffnen und du wirst nicht mehr aufzuhalten sein. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Mut auf deinem Weg. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.